Eine 4-Tage-Arbeitswoche bei vollem Lohn macht gesunder und zufriedener. Das zeigt eine Studie der Uni Münster in gut 40 kleineren Firmen und Einrichtungen. Demnach waren die Beschäftigten zufriedener und berichten von besserer Gesundheit. Auch die Produktivität sei leicht gestiegen, heißt es. Der Arbeitgeberverband BDA kritisiert aber den Versuch. Statt weniger Arbeit empfiehlt er eine flexiblere Verteilung der Arbeitszeiten. Darüber wollen wir sprechen mit Wolfgang Grupp, dem Gründer von Trigema und Unternehmer. Guten Abend. Hallo. Einen schönen guten Abend. Viele Unternehmen testen die 4-Tage-Woche. Was halten Sie denn davon? Haben Sie damit auch Erfahrungen in Ihrem Unternehmen schon gesammelt? Also theoretisch direkt nicht. Aber ich sag mal, bei uns hat ja jeder Mitarbeiter die Möglichkeit zu sagen, er arbeitet nur halbtags oder er bewirbt sich als eine Halbtagskraft oder er will nur 3 Tage arbeiten. Und wir entscheiden dann, ob wir dafür eine Position haben. Und deshalb sage ich, es kommt aber sehr selten vor, dass die Leute sagen, sie möchten nur 4 Tage arbeiten. Es kommt vor, dass sie praktisch nur nachmittags arbeiten wollen, vor allem in der Produktion, weil die Mütter dann im Prinzip morgens den Haushalt machen und nachmittags im Prinzip dann für die Arbeit Zeit haben. Aber hier in dieser Studie ging es ja um die 4-Tage-Woche bei vollem Lohnausgleich. Und die Macher der Studie sagen jetzt, da sei sogar die Produktivität insgesamt, wenn auch leicht, gestiegen. Das müsste Ihnen als Unternehmer doch gefallen. Theoretisch ja, aber ich sage mal, selbstverständlich ist logisch, dass wenn ich den Mitarbeitern anbiete, dass sie 4 Tage arbeiten können, 32 Stunden statt 40 Stunden und den gleichen Lohn kriegen, dann wäre ja einer dumm, wenn er nicht Ja sagen würde. Aber im Prinzip ist natürlich die Frage, wir haben einen Produktionsbetrieb und die Maschinen müssen konstant laufen und wir sind abhängig von allen Maschinen und so weiter. Und da ist das natürlich nicht ganz möglich. Aber der Mitarbeiter kann bei uns entscheiden, ob er nachmittags arbeitet oder vormittags arbeitet oder ob er 3 Tage will oder nicht. Und wir entscheiden dann, ob wir für diese 3 Tage oder 4 Tage oder 5 Tage dann entsprechend den Job haben. Herr Grupp, wir wollen noch auf ein anderes Thema blicken. Joe Biden ist gerade abgereist aus Deutschland. Er war zum Abschiedsbesuch hier. Er wird nicht mehr lange Präsident sein. Die Wahl steht an. Wen wünschen Sie sich denn als Nachfolger oder als Nachfolgerin? Wer wäre wirtschaftlich gesehen der bessere Kandidat? Gut, das ist natürlich schwierig zu sagen. Ich kenne mich in Amerika nicht so gut aus, aber ich sage mal, ich bin der Meinung, dass Trump wahrscheinlich die Wahl gewinnen wird und wir damit zurechtkommen müssen. Und ich sage mal, es wird alles nicht so heiß gekocht, wie es ursprünglich gegessen, wie es gesagt wird. Ich sage mal, Trump wird sicherlich die Probleme lösen müssen, die da sind, und er wird es sicherlich auch können. Denn ich halte von Trump nicht so viel Negatives, wie es gesagt wird. Ich bin der Meinung, dass wenn er in der Position ist, dann wird er auch seiner Aufgabe gerecht werden und wird schauen, dass Amerika und auch die anderen Länder damit zurechtkommen. Aber haben Sie keine Angst vor Zöllen? In Ihrer Branche jetzt möglicherweise nicht so viel, aber Donald Trump hat ja schon gesagt, dass er bei der Automobilbranche 100% vielleicht auch aufschlagen will. Gut, ich meine, das ist von Branche zu Branche unterschiedlich. Wir haben nur einen ganz kleinen Export von 5% und uns betrifft es weniger und wir haben da weniger Angst. Aber ich möchte mal sagen, Trump kann auch natürlich nicht alles machen, was er vorher angibt. Er muss schauen, dass seine Wirtschaft funktioniert und die Leute im Prinzip zurechtkommen. Und wenn er zu starke Zölle erhebt und dann der Chinese das Gleiche macht, dann wird sicherlich auch Amerika Probleme bekommen. Herr Wolfgang Grupp, wir danken Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.